Das heutige Video ist nichts für Leute mit schwachen Nerven oder die einen schwachen Magen haben und denen schnell schlecht wird, denn wir wollen heute einen Rinderkopf zubereiten und danach verspeisen. Wo ihr in Deutschland einen Rinderkopf herbekommt, kann ich euch leider nicht sagen. Wir kaufen unseren Rinderkopf am Schlachthof in Philadelphia. Vielleicht gibt es in Deutschland ja auch Schlachthöfe, die Rinderköpfe verkaufen. Dann könnt ihr das in diesem Video gezeigte auch in Deutschland nachbacken. Wir sind mittlerweile angekommen und können uns um die Vorbereitung des Ofens kümmern. Wenn man erstmal Feuer machen will, dann können wir den direkt hier rausnehmen und darauf legen. Okay. Aber das muss hier auch erst anfangen zu brennen. Hier will ich das gar nicht. Weil ich mache hier und da hinten zwei Klumpen mit Kohle, ja. Und die brenne ich dann an. Das ist jetzt 8:15 Uhr. Ja. Das ist gut, wenn die um 8:30 anfängt, dann bis abends um 9, 12 Stunden. Das macht nichts. Traditionell werden Rinderschädel in Paraguay eigentlich im Erdofen gebacken. Das heißt, es wird ein Loch gebuddelt und der Schädel dann in Alufolie eingepackt und mit Glut überdeckt und zugeschüttet. Weil es einfacher ist, werden wir den Rinderschädel allerdings hier in diesem Ofen zubereiten. Wenn euch die richtige traditionelle Zubereitung eines Rinderschädels interessiert, dann schreibt das doch mal in die Kommentare und vielleicht machen wir dann mal ein Video, wo wir den Rinderschädel tatsächlich im Erdofen zubereiten. Bis die Kohle soweit ist und wir den Rinderschädel fürs Backen präparieren können, bleibt uns noch ein wenig Zeit für einen kleinen Überblick über das wunderschöne Gelände, auf dem wir uns befinden. Jetzt wird es aber Zeit, den Schädel auszupacken und vorzubereiten. Oh, das ist schwer. Das wird für 7, 8 Personen gut zureichen, ja. Ja, das wäre gut, wenn man da reinkommen könnte, aber das geht schon gar nicht. Der ist ja schon von gestern, ja. In der Kühlkammer. Ich werde den mal so ein bisschen rumsalzen hier und dann. Das andere muss eben nachher eingesetzt werden. Es wird aber auch gut einziehen, weil es lange so liegen muss oder lange backen muss. Ja. Die Vorbereitung des Rinderkopfes ist eigentlich ganz einfach, denn der Schädel muss einfach nur gesalzen werden. Ja. Ob das hier Sinn macht, weiß ich nicht, aber wir werden das auch ein bisschen. Gleich nach dem Salzen kann der Schädel in den Ofen gelegt werden. Genau so. So ein Rinderschädel muss bei niedriger indirekter Hitze ca. 10 bis 12 Stunden gut durchgaren. Ich habe einmal gedreht. Ja. Der war ja mit dem Kopf nach unten, ja. Und jetzt werden wir den mal einmal so drehen, dass das. Guck mal, das sieht schon ganz. Ja, jetzt muss diese Seite nach unten. Da ist es heiß. So. So. Genau so. Nur weiter rauf. So. Oh. Also diese Seite war schon einmal unten, ja. Und das auch. Das war ja so am Anfang. Ja. Und jetzt will ich das eigentlich, das ist, wenn wir da mal ziehen, das ist fast fertig. Müsste da. Das ist für die Nala. Das macht nichts. Ich will den jetzt so, das nach unten. So. Ja, weil es jetzt schon nicht mehr so heiß ist. Weil da kein Leder ist. Ne? Da ist ja jetzt Fleisch unten direkt. So soll er jetzt noch bis nachher, ja, und dann können wir den essen, weil der ist fertig. Du meinst ja? Oh ja. Sonst würde da Blut kommen. Das ist so rötlich, aber das ist schon sozusagen fertig. Und der bleibt hier jetzt noch bis um 8 Uhr abends. Also was haben wir jetzt? 5. Ja, kurz vor 5, 20 Noch 3 Stunden. Dann ist der sowieso gar geht's dann gar nicht mehr. Das hat die gleiche Kohle von heute Morgen, oder? Nein, er hat schon ich hab einmal nachgefüllt. zugefüllt. Ich wollte schon sagen. Ja, ich habe schon dazu getan, weil das war schon einmal ganz arg, ja. Um 1 Uhr über Mittag habe ich ein bisschen dazu getan. Einmal nur. Einmal nur. Ja, das ist, weil man das ganz gut zu abdichtet, ja, zumacht. Ich glaube auch, dass ich
noch einmal ein bisschen werde, aber noch ist ja. Wollen wir das so lassen? Dieses Ohr kriegt die Nala, das wird die gerne. Oh ja, über dieses Ohr wird sich unsere Hündin Nala sicherlich richtig freuen. Aber wir werden es ja jetzt gleich sehen, ob das Ohr ihr schmecken wird. Wie man sehen kann, schmeckt Nala das Ohr trotz des lästigen Lampenschirms sehr gut. Mittlerweile ist ihre OP-Wunde zum Glück schon verheilt und sie braucht diesen Schirm schon lange nicht mehr tragen. Vielleicht runternehmen. Das ist quasi gar nicht klar. Also ich kann ja das mit den Pfoten nicht haben. Ja, aber die wird das essen. Warte mal ab, Die wird das Ja, essen. so langsam. Der ist ja gefüttert immer leckerlich. So, der hat die fallen lassen und immer in den Schirm rein. Das hat sie auch wohin bringen. Die wollte in die Rückzähne fördern. Nee, aber das ist richtig gute Minerale drin. Nachdem Nala bereits ein Stück vom Rinderschädel probieren konnte, sind nun wir an der Reihe, denn der Rinderschädel ist jetzt endlich fertig. Das ist schwer. Zuerst muss nun das Leder abgezogen werden. Dan moet je er maar opdraaien naar bed zien. Leuk eruit. En die andere zijde. Das ist heiß. Waarom met 4 hè? Ja, der Grind. Wie verrückt. Nou, kost hem hier van de head. Leuk eruit. Zo. Ich muss das ganz aufsehen. Ja. Ich bin bereit, du bist bereit. Warte mal ein. Anschließend werden die Unterkieferknochen entfernt. Das ist gar nicht mal so einfach. So, ja. Ganz langsam opdrukken. Super. Ja. Ich wollte doch, das wird hier irgendwo. Nein, die Rite, oder? Das habe ich jetzt so. So, jetzt können wir essen. Jeder nimmt sich so was mit der Gabel und Messer, ein bisschen was los. Willst du ein bisschen Zunge mitnehmen? Salz? Hast du Salz hier? Ich hab Ja, Borsch habe ich. gegessen. Hier. Ja, Sarah kam zwar kurz vorbei, um sich das Ergebnis anzusehen, aber probieren wollte sie nicht. Einen Rinderschädel zu essen, findet sie zu eklig. Hier ist Salz. Aber als Wurst sah die weniger schlimm aus. Ja, schön. Da drin hatte ich den gar nicht gesalzen. Das war mir nicht ein Essen. Sarah hat uns wieder allein gelassen und wir beginnen mit dem Essen. Jeder schneidet sich die Stücke ab, die er gerade probieren möchte. Rinderzunge kann man ja auch in Deutschland als Wurstaufschnitt kaufen. Da die Zunge sehr lecker ist, wird sie natürlich auch hier in Paraguay gerne gegessen und ist auch hier bei unserem Rinderkopf schnell vergriffen. Die Zunge ist schon weg. Nee, du hast nicht mehr. Kleines Züngchen. Das macht ein Rinderzunge als Wurst habe ich bereits in Deutschland schon irgendwann mal gegessen. Allerdings war es für mich schon das erste Mal, solch einen Rinderschädel im Ganzen zu essen. Ich muss sagen, wenn man den Kopf ausschaltet und nicht dran denkt, was man da gerade isst, schmeckt das alles sehr, sehr gut. Mir haben übrigens auch die Rinderbacken sehr gut geschmeckt. Ob ich so einen Rinderschädel nochmal essen würde? Ich würde sagen, ja. Es hat wirklich gut geschmeckt. Das kannst du für deine Nala mitnehmen? Ah, da ist noch Fleisch dran. Und dann dir immer jeden Tag ein bisschen davon geben. Entweder Sarah oder Nala, das ist mir egal. Sarah wird von den Resten sicherlich nichts abhaben wollen. Ja, jetzt ist nichts mehr dran. Oder nicht mehr Jetzt viel? ist da das Gehirn noch. Das könnte man jetzt hier aufsägen. Das Gehirn ist auch ganz lecker. Aber ist gar nicht gesund. Weil das so eingekappt. Nee, Gehirn ist hier Alles mit- ist gesund, wenn man das normal isst. Gesund ist das hier rundherum sowieso alles nicht, aber mal ab und zu mal, dann geht das. Oder sagen wir mal, wer sich das abläuft, der kann davon gut essen. Ja, die Männer werden dann sehr brutal zu ihren Frauen, ja, wenn sie das Gehirn essen. Du schreck. Ja, weil Bulleninformation. Bullen. Ne, vielleicht war das ja auch gar kein Bull. Was weiß ich, da hatte ja Hörner, die haben die abgesägt da.
Was Die Kugel rein. Was nochmal? Aber das schmeißt in ihr Mund. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben und eure Kommentare würde ich mich natürlich freuen. Gerne könnt ihr auch den Kanal abonnieren, dann werdet ihr in Zukunft keine unserer Videos mehr verpassen. Wir werden den Abend nun in unserer kleinen Runde hier noch etwas ausklingen lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!